Okay, wir waren bei der Definition stehen geblieben, beziehungsweise bei dem Definitionsversuch. Kann die Gruppe denn zu diesem Schaubild etwas sagen? Also, Global Governance ist ja in 3 Begriffe eingeteilt, sozusagen. Und Gliederpunkt 1 ist Global Governance als analytische Perspektive, wie es da angegeben ist. Dazu kann man jetzt sagen, Habt ihr herausgefunden, was das analytische Konzept will? ja, das ist sozusagen die wahrgenommene Wirklichkeit der gegenwärtigen Weltpolitik zu analysieren. Genau, also der Ist-Zustand. So verhält es sich gerade und wir wollen darauf gucken, wie ist das? Wie funktioniert das? Das ist also ein Instrument, um zu gucken, wie funktioniert dieses Weltregieren. Und zum einen also der Global Governance als analytische Perspektive gibt einen spezifischen Zusammenhang zu beobachteter Phänomene an Genau. und meinen, dass nach James and Rosenau, Ja, das brauchen wir nicht. das brauchen wir nicht? Ja, das würde jetzt zu weit ins Detail gehen. Kommen wir mal zu dem normativ-politischen Programm. Wohin jetzt? Das zweite? Genau. Dann gibt es Punkt 2, also Global Governance als spezifisches politisches Programm. Dann kann man jetzt so sagen, dass die Probleme der Gesellschaft sozusagen untereinander harmonieren, sozusagen, also im Regieren zusammen. Die sollen zusammen regieren, also auf die Probleme. Trifft es inhaltlich, aber ist es noch nicht so ganz. Könnt ihr was damit anfangen? Normativ-politisches Programm mit dem kleinen Zauberwörtchen sollen? Vielleicht, was die einhalten müssen. Also das Programm dort. Weiß nicht. Ja, Da steckt ja normativ drin, also von Normen, so von Werten, dass die vielleicht dein Programm herstellen, wie das vielleicht in Zukunft werden soll. Also, genau das ist der Punkt. Das ist wieder sowas, was wir bei den politischen Schlagwörtern hatten. Hier geht es wirklich darum, dass hier verkündet wird als politisches Programm, wir brauchen Global Governance. Das ist halt wirklich, was Politiker dann immer versuchen zu predigen. Und es geht darum, hier werden Lösungsvorschläge konkretisiert. Das heißt, hier geht es darum, wie soll es gelöst werden. Da ist da dieses Sollen, nicht wie ist es, sondern wie sollte es sein. Deswegen wählt uns oder schließt euch unsere Politik an. Und das Dritte? Da kann man jetzt zu sagen, aus einer kritischen Perspektive, also die Aufgabenfeld und dann das einzige Ziel sei die gesellschaftliche Kooperation, also die Probleme sollte man dann kooperativ lösen können. Mhm. Ja, das wird ja so angeblich gesagt. Aber die Akteure, also die Politiker, die wollen ja dadurch in den Mittelpunkt stehen. Ja, trifft den Inhalt so ein bisschen an. Also im Grunde, was hier so kritisch ist, Diskurs ist ein Begriff nach Michel Foucault. Und da wird halt in einem gewissen Bereich geguckt, wie sind die Machtstrukturen? Und wird das auch kritisch hinterfragt. Das heißt, der wissenschaftliche und gesellschaftliche Diskurs hinterfragt kritisch, wie in diesem analytischen und auch im normativen Bereich die Machtverhältnisse sind. Wer setzt das überhaupt ein als politisches Programm? Was bedeutet das inhaltlich? Auch mal kritisch beleuchtet. Das sind halt die 3 Haupteinwendungsgebiete, wie dieser Begriff Global Governance eingesetzt wird. Und wenn man dann mal weiß, okay, mir geht es um Analyse, um den Ist-Zustand, dann ist man in dem einen Konzept und kann sich ganz anders unterhalten, als wenn man dann immer sagt, ja, ich meine die Global Governance. Dann fragt man sich immer, ja, aber was genau meinst du dabei? Und das kann man halt durch diese 3 Sachen unterscheiden. So, kommen wir mal zu den Akteuren. Wir haben